pragmatische Gründe, dass man da halt mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ich glaube, ich wollte ursprünglich, hat mich der Journalismus sehr interessiert und die Arbeit am und mit dem Wort. Und so lag das nahe, dass man sagt, naja, dann geht man mal auf die Universität nach Erlangen und studiert ein wenig Germanistik, Theaterwissenschaft. Allein nur Germanistik hätte ja nicht gereicht, also hat er mich noch Theaterwissenschaft dazu genommen. Und Philosophie, ja, als Nebenfach, glaube ich. Wenn Sie jetzt nur Quantenmechanik und Mechatronik und Sportwissenschaften gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich in meiner Trägheit einmal überlegen müssen, ob man woanders vielleicht hinfährt. Ich habe es fast zu Ende studiert, war, glaube ich, eine großartige Formulierung, die mir mal empfohlen wurde und die ich seitdem so verwende. Ja. Was wirklich schön war und, glaube ich, erhellend, auch wenn man Bukowski gern liest, war ein Epikur-Seminar, also wo man ja letztendlich alles erfährt, was in der erfahrbaren, lebensnahen Philosophie wichtig ist. Da habe ich sogar 2 Scheine gemacht und war sehr beseelt. Und da dachte ich mir, ne, die Philosophie ist dann meines und landete dann in einem Wittgenstein-Seminar. Tractatus Logicus Philosophicus, wo irgendein Kollege ziemlich lang und ausführlich mit sehr vielen schwierigen Wörtern gesprochen hat. Und ich habe danach meinen ganzen Mut aufgebracht und habe den gefragt, um was es da eigentlich ging in dieser Diskussion, weil ich nichts verstanden habe. Und er hat dann zugegeben, dass er eigentlich auch nicht viel verstanden hat. Und es war so ein Beispiel von jemand, der ziemlich kompliziert und schnell und viel redet, aber anscheinend gar nicht weiß, was das bedeutet, was er sagt. Also da kann man dann entweder sagen, okay, da steige ich mit ein, in dieses Wortroulette, da spiele ich mit, oder man sagt, na, ich gebe da Hamm. Und was natürlich schön war, waren Freundschaften, die bis jetzt angehalten haben. 2 Damen kennengelernt, mit denen haben wir auch Theater gemacht, und die Nina Wilkens hat das erste Kabarettprogramm Regie geführt und das mit mir erarbeitet. Also das waren schon alles wichtige Begegnungen. Direkt aus Erlangen entstanden ist ein Filmprojekt auf Föhr, das war von dem Bernhard Koch, Coup de Gras, wo ich eine kleine Nebenrolle hatte und sowas war wie Best Boy. Und da war eben die Monika Zeiner und die Nina Wilkens, und wir haben in den Drehpausen immer, ich hatte am Wieker Bahnhof mir so ein Groschenheft von Hedwig Kurz-Mahler gekauft, und wir haben das mit vertauschten Rollen immer uns gegenseitig vorgelesen, und daraus ist ein Theaterstück entstanden, Böse aus Liebe, das dann irgendwann in Berlin aufgeführt wurde, wo ich mitgespielt habe. Und Jahre später, nach etlichen Wirrungen, ist dann mit der Nina Wilkens das erste Kabarettprogramm entstanden, wo sie Regie geführt hat. Der Alleinunterhalter hieß es. Und damit hat es eigentlich mit dem Kabarett bei mir angefangen. Also das hätte ich ohne das, weiß ich nicht, ob ich die einfach in einem Wirtshaus, ob wir uns begegnet wären, wäre die Wahrscheinlichkeit geringer gewesen. Also es sah vor Erlangen und vor dieser Zeit sah das schon ziemlich finster aus, weil ich ein paar Mal hintereinander festgestellt habe, dass ich in Anführungsstrichen normalen Berufen nicht besonders leistungsstark bin. Da ging dann während dem Kunststudium der Knoten auf, und dann hatte ich auch nicht mehr so große Angst, mich Künstler oder wie auch immer zu nennen, was vorher, glaube ich, eine ziemliche Hemmschwelle war. Also zu behaupten, man ist selbstständiger Künstler, das fand ich immer eine große Anmaßung. Und dann kam ich dann in der Akademie in Nürnberg mit vielen Leuten zusammen, die sich Künstler nennen, und konnte die beobachten aus nächster Nähe. Und dann habe ich mir gesagt, na, jetzt probierst du das halt einmal.
kannst du eh nichts anderes. Als mein Kunststudium anfing, kam ich auf die Idee, wenn ich ein Soloprogramm hätte, dann könnte ich das ja selber entscheiden, wann das anfängt und wann dann Schluss ist. Und ich glaube, das war im ersten Semester des Kunststudiums war auch diese Verfertigung des Kabarettprogramms. Kabarett war, wie gesagt, da habe ich schon drauf angelegt und es hat Spaß gemacht. Ich glaube, aus diesem Wunsch, Journalist zu werden, ist glaube ich, übers Leserbriefschreiben noch. Ich habe ja auch eine journalistische Karriere, das ist jetzt fast unter den Tisch gefallen. Ich habe bei der großen Zeitung Hallo, hat die, glaube ich, geheißen, in Fürth, war ich freier Schreiber und habe so großartige Artikel über Autowaschanlagen und Sportgaststätten geschrieben. Da war ich, wenn man so will, journalistisch tätig. Die waren direkt angebunden an den Supermarkt Big in Fürth. Also war so eine Art Supermarktzeitung. Und die ist dann irgendwann im Orkus verschwunden. Aber dieser Wunsch, die Welt darzustellen im Wort, war immer noch da. Und letztendlich war das auch der Wunsch im Kunststudium, die Welt darzustellen, die ich sehe und wahrnehme. Das hat sich jetzt ein wenig aufs Wort verlagert. Erlangen hat ja im Gegensatz zu Fürth zum Beispiel eine des Nächtens betriebene Bar. Da beneide ich Erlangen sehr. War ich neulich drin gesessen und habe einen Drink zu mir genommen, weil ich in Erlangen aufgetreten bin im E-Werk. Und im Transfer, jetzt fällt mir sogar der Name wieder ein. Einen herzlichen Gruß ans Transfer möchte ich ausrichten. Sehr gepflegter Ort, um in aller Ruhe zu sitzen und über die Schwere der Welt nachzudenken. Ja, letztendlich, wie die Preise noch nicht da waren, war dieser verrückte Herr Bühler und die heimisch ansässige Kabarettistin Claudia Bill die ersten, die mir eine Möglichkeit ermöglicht haben, Kabarett zu machen auf einer Bühne. Und das war das 50-50 in Erlangen. Es war natürlich eine fürchterliche Aufregung, dass ich da mal auftreten darf, und das hat aber dann ganz gut hingehauen. Das war sehr schön, und es war, glaube ich, wo ich eine längere Nummer gemacht habe, und es ging unter anderem auch um die Gelbwurst und das Danke sagen, und da hat die Claudia Bill mir empfohlen, das auszukoppeln, und hat recht behalten. Das wurde dann doch sehr erfolgreich, diese Geschichte. Wie sagt man? Ja, also ich habe, glaube ich, angefangen, da haben sie mich in Franken noch gar nicht auf die Bühne gelassen, da war ich schon im Quatsch Comedy Club in Berlin. Das zitiere ich immer, wenn die Leute dann mitkriegen, ich fahre nach Darmstadt oder ich fahre nach Karlsruhe, verstehen die dich da überhaupt? Und da gab es eine Geschichte in Berlin im Quatsch Comedy Club, dass danach eine Frau gekommen ist, die gesagt hat, sie hat jetzt schon lange nicht mehr so lachen müssen, aber ehrlich gesagt hat sie kein Wort verstanden. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass sie so ehrlich war, und sie hat sich anscheinend amüsiert wie schon lange nicht, und wenn sie auch nichts verstanden hat, dann habe ich, glaube ich, das Maximale erreicht, was ich als Unterhalter erreichen kann. Naja, ist ganz interessant, weil ich glaube, diese Preise jetzt bei den jüngeren Kollegen spielen überhaupt keine Rolle mehr. Also bin jetzt anscheinend, so lange, glaube ich, bin ich ja auch noch nicht dabei, aber ich bin zumindest schon so lange dabei, dass das Spiel inzwischen komplett anders läuft. Also ich glaube, die Leute haben diese Kabarettpreise überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, und die sind ja auch nicht relevant, sondern die versuchen möglichst viele Follower auf Instagram zu kriegen, und wenn sie mal 40.000 oder 50.000 haben oder keine Ahnung, dann gehen sie zur Kabarettbühne und sagen, ich mache dir den Laden 3 Tage voll, willst mich veranstalten? Und ich glaube, bei so einem alten Sack wie mir war das noch relevant, und es gab da wunderschöne Momente, was weiß ich, wo einem
der ehemalige Lateinlehrer von Sigi Zimmerschied beim Rothmann im Passauer Scharfrichterhaus erzählt, wer von den Preisträgern inzwischen alles in geistiger Umnachtung oder in der Psychiatrie sich befindet, das hört man sich doch gerne an. Und ja, das erste war dieser Hamburger Comedy-Pokal und der hat es mir, glaube ich, ermöglicht, dass ich dann auf die Bühnen durfte, wo ich vorher nicht hin durfte, und das war schon schön. Ja. Das hat auch ziemlich lang gebraucht. Also ich bin diesem Rowohlt Verlag auch wirklich sehr, sehr dankbar, was für einen langen Atem die mir gegenüber gehabt haben. Die haben immer wieder gedrängt und haben nicht nachgelassen, haben dann nach einer Pause immer wieder gesagt, wie schreibst du jetzt einmal oder wie schaut es aus? Und ich hatte dann irgendwann mal, durfte ich die Betthupferl-Reihe im Bayerischen Rundfunk machen. Also wo ich Kinder in den Schlaf geredet habe, oder das war eigentlich die Aufgabe. Und das war natürlich klar, dass das nicht die Härte hat oder haben kann, die ich sonst gern als Mittel verwende. Dass das, also im besten Fall soll man ja da wirklich zur Ruhe kommen als kleiner Mensch. Und da habe ich viele Sachen verdreht und habe auch gemerkt, dass es auch eine Schönheit hat, wenn man Sachen erzählt, die man sich wünscht, dass es so gewesen wäre. Also einen vielen freieren Umgang durch diese Arbeit, und danach konnte ich mir vorstellen, wie man ein großes Buch schreibt, also dass man sehr wohl darstellt, wie was gewesen ist, aber natürlich auch ausweichen kann in Bereichen des Wunsches und wie es hätte sein können. Und das gab dann die Möglichkeit, diesen Roman zu schreiben. Und ja, das war ein großes Versinken in die 70er, 80er Jahre. Letztendlich in großen Teilen ein großes Vergnügen, also solange sich in der Vergangenheit oder der erträumten Wirklichkeit zu befinden. Ja. Manchmal fragen mich Leute, ob mir das nicht auf den Sack geht, in irgendwelchen Hotels zu übernachten und unterwegs zu sein. Und ich glaube, diese Leidensgeschichte, dass ich so lange nicht wusste, mit was man seine Brötchen bezahlt, das war wirklich sehr lang und es war wirklich sehr chaotisch. Und es ist immer noch eine große Freude da, dass ich im Großen und Ganzen das machen darf, was ich möchte, und dafür Applaus und Honorar bekomme.